Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von German Podcast. Ich bin Sophia und ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Du lernst seit Monaten Deutsch, verstehst im Kopf fast alles. Aber sobald du beim Bäcker stehst oder im Büro spontan antworten musst, fehlen dir plötzlich die passenden Verben. Genau dafür sind wir heute hier. Wir schauen uns die 650 wichtigsten Alltagswörter an, die dir im echten Leben ständig begegnen. Wir nutzen dafür Deutsch lernen mit Dialogen, damit du die Wörter direkt im natürlichen Kontext abspeicherst. Egal ob du gerade Lernen Deutsch B1 machst oder schon mitten auf dem Weg zu B2 bist, diese Dosis Alltagssprache bringt dich garantiert weiter. Für alle auf dem Niveau Deutsch B1 B2 wird das heute eine richtig praktische Folge. Und mein Tipp für die beste Wirkung: Nutzt intensiv Shadowing Deutsch. Sprich die Sätze einfach direkt laut nach, während du mir zuhörst. Mit Deutsch lernen mit Dialogen B1 machen wir deine Aussprache Schritt für Schritt flüssiger und selbstbewusster. Schön, dass du dabei bist, lass uns direkt loslegen. Ich bin Marco. Kennst du das auch? Der Wecker klingelt, du drückst dreimal auf Schlummer, und plötzlich läuft der Morgen wie ein halbes Chaos ab. Genau darüber sprechen wir heute, über unsere Morgenroutine und den Haushalt. 2 Themen, bei denen man die wichtigsten Verben jeden einzelnen Tag braucht. Wir verbinden diese typischen Situationen mit Deutschlernen mit Dialogen, damit du die Verben nicht isoliert paukst, sondern direkt im Alltag anwendest. Egal ob du gerade Lernen Deutsch B1 abschließt oder dich schon sicher auf dem Niveau Deutsch B1 B2 bewegst. Heute machen wir dein Deutsch im Alltag absolut sattelfest. Mach am besten direkt mit und nutze Shadowing Deutsch. Ich sage dir jetzt 40 kurze Alltagssätze rund um den Morgen und den Haushalt. Jeder Satz wird direkt einmal wiederholt, damit du ihn laut nachsprechen kannst. Durch Deutschlernen mit Dialogen B1 prägst du dir diese Strukturen ganz automatisch ein. Lass uns starten. Ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ich quäle mich langsam aus dem Bett. Ich quäle mich langsam aus dem Bett. Ich schalte die Kaffeemaschine ein. Ich schalte die Kaffeemaschine ein. Ich lüfte zuerst das ganze Schlafzimmer. Ich lüfte zuerst das ganze Schlafzimmer. Ich mache mein Bett ordentlich. Ich mache mein Bett ordentlich. Ich gehe ins Badezimmer und putze meine Zähne. Ich gehe ins Badezimmer und putze meine Zähne. Ich wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Ich wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Ich dusche mich schnell warm. Ich dusche mich schnell warm. Ich trockne mich mit dem Handtuch ab. Ich trockne mich mit dem Handtuch ab. Ich kämme mir gründlich die Haare. Ich kämme mir gründlich die Haare. Ich ziehe mir bequeme Kleidung an. Ich ziehe mir bequeme Kleidung an. Ich bereite mir ein gesundes Frühstück zu. Ich bereite mir ein gesundes Frühstück zu. Ich koche mir einen starken Kaffee. Ich koche mir einen starken Kaffee. Ich decke den Tisch für das Frühstück. Ich decke den Tisch für das Frühstück. Ich schneide das Brot in dünne Scheiben. Ich schneide das Brot in dünne Scheiben. Ich bestreiche das Brot mit etwas Butter. Ich bestreiche das Brot mit etwas Butter. Ich räume den Esstisch wieder ab. Ich räume den Esstisch wieder ab. Ich stelle das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine. Ich stelle das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine. Ich schalte die Spülmaschine sofort ein. Ich schalte die Spülmaschine sofort ein. Ich wische die Arbeitsplatte in der Küche ab. Ich wische die Arbeitsplatte in der Küche ab. Ich sortiere die Wäsche nach Farben. Ich sortiere die Wäsche nach Farben. Ich stecke die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine. Ich gieße das Waschmittel in das Fach. Ich gieße das Waschmittel in das Fach. Ich hänge die feuchte Wäsche zum Trocknen auf. Ich hänge die feuchte Wäsche zum Trocknen auf. Ich bügle mein Hemd für die Arbeit. Ich bügle mein Hemd für die Arbeit. Ich falte die saubere Kleidung zusammen. Ich falte die saubere Kleidung zusammen.
Ich räume die Kleidung in den Schrank. Ich räume die Kleidung in den Schrank. Ich sauge das ganze Wohnzimmer gründlich mit dem Staubsauger. Ich sauge das ganze Wohnzimmer gründlich mit dem Staubsauger. Ich wische den Boden im Flur feucht über. Ich wische den Boden im Flur feucht über. Ich bringe den vollen Müllbeutel nach draußen. Ich bringe den vollen Müllbeutel nach draußen. Ich trenne den Müll sorgfältig. Ich trenne den Müll sorgfältig. Ich gieße alle Pflanzen auf dem Balkon. Ich gieße alle Pflanzen auf dem Balkon. Ich wische den Staub von den Regalen ab. Ich wische den Staub von den Regalen ab. Ich putze den Spiegel im Badezimmer. Ich putze den Spiegel im Badezimmer. Ich ordne meine Dokumente auf dem Schreibtisch. Ich ordne meine Dokumente auf dem Schreibtisch. Ich packe meine Tasche für den Tag ein. Ich packe meine Tasche für den Tag ein. Ich suche vergeblich meinen Haustürschlüssel. Ich suche vergeblich meinen Haustürschlüssel. Ich schließe die Fenster vor dem Verlassen. Ich schließe die Fenster vor dem Verlassen. Ich ziehe meine Schuhe und meine Jacke an. Ich ziehe meine Schuhe und meine Jacke an. Ich schließe die Wohnungstür leise hinter mir zu. Ich schließe die Wohnungstür leise hinter mir zu. Das waren unsere 40 Alltagssätze für heute. Wenn dir diese Folge geholfen hat, lass bitte ein Like da. Teile das Video mit anderen Lernenden und schreibe uns unbedingt einen Kommentar. Was können wir noch tun, um die Lektionen für dich noch nützlicher zu gestalten? Dein Feedback hilft unserer Community enorm zu wachsen. Kennst du das, wenn du im Supermarkt stehst oder im Bus sitzt und plötzlich nicht weißt, wie du auf Deutsch nach etwas fragen oder reagieren sollst? Keine Sorge, genau darum kümmern wir uns heute in unserem Bereich Unterwegs und Einkaufen. Wir verbinden typische Alltagssituationen mit Deutschlernen mit Dialogen, damit du relevante Verben direkt im echten Kontext verstehst. Egal ob du gerade Lernen Deutsch B1 vertiefst oder auf dem Niveau Deutsch B1 B2 sicherer werden möchtest, diese Formulierungen wirst du garantiert ständig brauchen. Setze am besten sofort Shadowing Deutsch ein, um deine Aussprache zu schärfen. Ich lese dir jetzt 40 alltägliche Sätze vor, die direkt einmal wiederholt werden. Mit Deutschlernen mit Dialogen B1 prägst du dir den Wortschatz mühelos ein. Los geht's! Ich verlasse pünktlich das Haus. Ich verlasse pünktlich das Haus. Ich gehe zügig zur nächsten Bushaltestelle. Ich gehe zügig zur nächsten Bushaltestelle. Ich verpasse knapp den Bus. Ich verpasse knapp den Bus. Ich warte geduldig auf die Straßenbahn. Ich warte geduldig auf die Straßenbahn. Ich steige in den vollen Zug ein. Ich steige in den vollen Zug ein. Ich entwerte meine Fahrkarte am Automaten. Ich entwerte meine Fahrkarte am Automaten. Ich suche mir einen freien Sitzplatz. Ich suche mir einen freien Sitzplatz. Ich steige am Hauptbahnhof in eine andere Linie um. Ich steige am Hauptbahnhof in eine andere Linie um. Ich steige an der richtigen Haltestelle aus. Ich steige an der richtigen Haltestelle aus. Ich laufe durch die beliebte Fußgängerzone. Ich laufe durch die beliebte Fußgängerzone. Ich betrete einen großen Supermarkt. Ich betrete einen großen Supermarkt. Ich nehme mir einen Einkaufswagen am Eingang. Ich nehme mir einen Einkaufswagen am Eingang. Ich suche frisches Gemüse in der Gemüseabteilung. Ich suche frisches Gemüse in der Gemüseabteilung. Ich vergleiche die Preise der Produkte sorgfältig. Ich vergleiche die Preise der Produkte sorgfältig. Ich wähle die besten Tomaten aus. Ich wähle die besten Tomaten aus. Ich wiege die Äpfel auf der Waage ab. Ich wiege die Äpfel auf der Waage ab. Ich greife nach einer Packung Milch im Regal. Ich greife nach einer Packung Milch im Regal. Ich überprüfe das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Ich überprüfe das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Ich frage einen Mitarbeiter nach dem richtigen Gang. Ich frage einen Mitarbeiter nach dem richtigen Gang.
Ich lege alle Waren auf das Kassenband. Ich lege alle Waren auf das Kassenband. Ich grüße die Kassiererin freundlich. Ich grüße die Kassiererin freundlich. Ich bezahle den Einkauf kontaktlos mit der Karte. Ich bezahle den Einkauf kontaktlos mit der Karte. Ich stecke das Wechselgeld in mein Portemonnaie. Ich stecke das Wechselgeld in mein Portemonnaie. Ich packe die Lebensmittel rasch in meine Tasche. Ich packe die Lebensmittel rasch in meine Tasche. Ich nehme den Kassenbon vom Tresen mit. Ich nehme den Kassenbon vom Tresen mit. Ich gehe weiter in ein gemütliches Bekleidungsgeschäft. Ich gehe weiter in ein gemütliches Bekleidungsgeschäft. Ich probiere eine blaue Jacke in der Umkleidekabine an. Ich probiere eine blaue Jacke in der Umkleidekabine an. Ich ziehe die Jacke vorsichtig wieder aus. Ich ziehe die Jacke vorsichtig wieder aus. Die Jacke passt mir leider überhaupt nicht. Die Jacke passt mir leider überhaupt nicht. Ich umtausche das fehlerhafte Kleidungsstück an der Kasse. Ich umtausche das fehlerhafte Kleidungsstück an der Kasse. Ich fordere den Kaufbetrag höflich zurück. Ich fordere den Kaufbetrag höflich zurück. Ich hebe Bargeld am Geldautomaten ab. Ich hebe Bargeld am Geldautomaten ab. Ich betrete die Apotheke an der Ecke. Ich betrete die Apotheke an der Ecke. Ich hole meine rezeptfreien Medikamente ab. Ich hole meine rezeptfreien Medikamente ab. Ich trage die schweren Einkaufstüten nach Hause. Ich trage die schweren Einkaufstüten nach Hause. Ich schließe mein Fahrrad am Ständer auf. Ich schließe mein Fahrrad am Ständer auf. Ich fahre vorsichtig durch den dichten Verkehr. Ich fahre vorsichtig durch den dichten Verkehr. Ich überquere die Straße an der grünen Ampel. Ich überquere die Straße an der grünen Ampel. Ich komme erschöpft aber zufrieden zu Hause an. Ich komme erschöpft aber zufrieden zu Hause an. Ich räume die gekauften Vorräte direkt in den Kühlschrank. Ich räume die gekauften Vorräte direkt in den Kühlschrank. Hallo und willkommen zurück bei German Podcast. Ich bin Marco. Wer kennt es nicht? Im Beruf müsst ihr ständig E-Mails beantworten, Termine abstimmen oder in Meetings eure Meinung ausdrücken. Und manchmal sucht man einfach nach dem richtigen Wort. Genau darum geht es heute im Bereich Arbeit und Kommunikation. Wir verknüpfen berufliche Situationen direkt mit Deutschlernen mit Dialogen, damit ihr wichtige Verben ganz natürlich abspeichert. Egal ob ihr Lernen Deutsch B1 abschließt oder euch bereits im Bereich Deutsch B1 B2 bewegt. Diese Sätze machen euch im Arbeitsalltag deutlich selbstbewusster. Nutzt am besten sofort Shadowing Deutsch. Ich lese jetzt 40 praxisnahe Sätze vor, die jeweils einmal direkt wiederholt werden. Mit Deutschlernen mit Dialogen B1 wird eure Aussprache Schritt für Schritt flüssiger. Starten wir direkt. Ich schalte meinen Laptop am Schreibtisch ein. Ich schalte meinen Laptop am Schreibtisch ein. Ich überprüfe als erstes meine neuen E-Mails. Ich überprüfe als erstes meine neuen E-Mails. Ich beantworte die dringenden Anfragen der Kunden. Ich beantworte die dringenden Anfragen der Kunden. Ich leite die wichtige Nachricht an mein Team weiter. Ich leite die wichtige Nachricht an mein Team weiter. Ich vereinbare einen festen Termin für das Meeting. Ich vereinbare einen festen Termin für das Meeting. Ich verschiebe das Treffen auf nächste Woche. Ich verschiebe das Treffen auf nächste Woche. Ich sage die Absprache wegen Krankheit kurzfristig ab. Ich sage die Absprache wegen Krankheit kurzfristig ab. Ich bereite die Präsentation sorgfältig vor. Ich bereite die Präsentation sorgfältig vor. Ich nehme pünktlich an der Videokonferenz teil. Ich nehme pünktlich an der Videokonferenz teil. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen freundlich. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen freundlich. Ich stelle das neue Projekt ausführlich vor. Ich stelle das neue Projekt ausführlich vor. Ich erkläre die einzelnen Schritte des Plans. Ich erkläre die einzelnen Schritte des Plans.
Ich beantworte die offenen Fragen des Chefs. Ich beantworte die offenen Fragen des Chefs. Ich äußere meine persönliche Meinung im Gespräch. Ich äußere meine persönliche Meinung im Gespräch. Ich stimme dem Vorschlag meines Kollegen zu. Ich stimme dem Vorschlag meines Kollegen zu. Ich widerspreche der falschen Aussage höflich. Ich widerspreche der falschen Aussage höflich. Ich erarbeite gemeinsam eine sinnvolle Lösung. Ich erarbeite gemeinsam eine sinnvolle Lösung. Ich erstelle ein detailliertes Protokoll der Sitzung. Ich erstelle ein detailliertes Protokoll der Sitzung. Ich verteile die Aufgaben gerecht an das Team. Ich verteile die Aufgaben gerecht an das Team. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Projekt. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Projekt. Ich erledige meine Arbeit bis zum Feierabend. Ich erledige meine Arbeit bis zum Feierabend. Ich halte die vorgegebene Frist pünktlich ein. Ich halte die vorgegebene Frist pünktlich ein. Ich drucke das wichtige Dokument im Büro aus. Ich drucke das wichtige Dokument im Büro aus. Ich unterschreibe den Arbeitsvertrag eigenhändig. Ich unterschreibe den Arbeitsvertrag eigenhändig. Ich hefte die Unterlagen geordnet in den Ordner ein. Ich hefte die Unterlagen geordnet in den Ordner ein. Ich telefoniere kurz mit einer wichtigen Kundin. Ich telefoniere kurz mit einer wichtigen Kundin. Ich verbinde den Anrufer mit der Personalabteilung. Ich verbinde den Anrufer mit der Personalabteilung. Ich hinterlasse eine kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich hinterlasse eine kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich frage beim Lieferanten wegen des Lieferdatums nach. Ich frage beim Lieferanten wegen des Lieferdatums nach. Ich verhandle geschickt über den neuen Preis. Ich verhandle geschickt über den neuen Preis. Ich schließe ein erfolgreiches Geschäft ab. Ich schließe ein erfolgreiches Geschäft ab. Ich fordere ein detailliertes Angebot an. Ich fordere ein detailliertes Angebot an. Ich vergleiche die verschiedenen Angebote miteinander. Ich vergleiche die verschiedenen Angebote miteinander. Ich korrigiere die kleinen Fehler im Text. Ich korrigiere die kleinen Fehler im Text. Ich melde mich kurz beim Vorgesetzten ab. Ich melde mich kurz beim Vorgesetzten ab. Ich trage meinen Jahresurlaub in den Kalender ein. Ich trage meinen Jahresurlaub in den Kalender ein. Ich bespreche das Problem offen im Team. Ich bespreche das Problem offen im Team. Ich beende die Besprechung nach einer Stunde. Ich beende die Besprechung nach einer Stunde. Ich räume meinen Arbeitsplatz ordentlich auf. Ich räume meinen Arbeitsplatz ordentlich auf. Ich fahre nach einem produktiven Arbeitstag nach Hause. Ich fahre nach einem produktiven Arbeitstag nach Hause. Endlich Feierabend oder Wochenende, aber kennst du das? Du triffst dich mit Freunden oder gehst zum Sport und dir fehlen spontan die richtigen Worte, um dich entspannt zu unterhalten. Genau darum geht es heute im Bereich Freizeit und Sozializing. Wir verknüpfen entspannte Alltagssituationen direkt mit Deutschlernen mit Dialogen, damit du relevante Verben ganz natürlich abspeicherst. Egal ob du gerade Lernen Deutsch B1 machst oder dich schon sicher auf dem Niveau Deutsch B1 B2 bewegst, mit diesen Ausdrücken klingt dein Deutsch im Freundeskreis sofort flüssiger. Nutze am besten direkt Shadowing Deutsch. Ich lese dir jetzt 40 alltägliche Sätze vor, die jeweils einmal direkt wiederholt werden. Mit Deutschlernen mit Dialogen B1 prägst du dir diese Wendungen spielend leicht ein. Los geht's! Ich verabrede mich für das Wochenende mit meinen Freunden. Ich verabrede mich für das Wochenende mit meinen Freunden. Ich schlage einen spontanen Ausflug ins Grüne vor. Ich schlage einen spontanen Ausflug ins Grüne vor. Ich treffe meine beste Freundin in einem kleinen Café. Ich treffe meine beste Freundin in einem kleinen Café. Ich bestelle ein Stück Kuchen und einen Cappuccino. Ich bestelle ein Stück Kuchen und einen Cappuccino. Ich unterhalte mich stundenlang über alte Zeiten.
Ich unterhalte mich stundenlang über alte Zeiten. Ich lache herzlich über einen lustigen Witz. Ich lache herzlich über einen lustigen Witz. Ich genieße die angenehme Stimmung am Abend. Ich genieße die angenehme Stimmung am Abend. Ich lade meine Nachbarn zu einem Grillfest ein. Ich lade meine Nachbarn zu einem Grillfest ein. Ich bringe einen selbstgemachten Salat mit. Ich bringe einen selbstgemachten Salat mit. Ich stoße mit den Gästen auf den Geburtstag an. Ich stoße mit den Gästen auf den Geburtstag an. Ich unterhalte die Gruppe mit einer spannenden Geschichte. Ich unterhalte die Gruppe mit einer spannenden Geschichte. Ich lerne auf der Party neue Leute kennen. Ich lerne auf der Party neue Leute kennen. Ich tausche meine Handynummer mit einem Bekannten aus. Ich tausche meine Handynummer mit einem Bekannten aus. Ich verabschiede mich herzlich von allen Freunden. Ich verabschiede mich herzlich von allen Freunden. Ich melde mich spontan für einen neuen Sportkurs an. Ich melde mich spontan für einen neuen Sportkurs an. Ich trainiere 3-mal die Woche im Fitnessstudio. Ich trainiere 3-mal die Woche im Fitnessstudio. Ich laufe jeden Abend eine große Runde im Park. Ich laufe jeden Abend eine große Runde im Park. Ich entspanne mich nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ich entspanne mich nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ich lese einen fesselnden Roman auf dem Sofa. Ich lese einen fesselnden Roman auf dem Sofa. Ich schaue mir einen interessanten Film im Kino an. Ich schaue mir einen interessanten Film im Kino an. Ich höre meine Lieblingsmusik mit Kopfhörern. Ich höre meine Lieblingsmusik mit Kopfhörern. Ich probiere am Wochenende ein neues Kochrezept aus. Ich probiere am Wochenende ein neues Kochrezept aus. Ich backe einen frischen Apfelkuchen für die Familie. Ich backe einen frischen Apfelkuchen für die Familie. Ich lade ein paar Freunde zum Spieleabend ein. Ich lade ein paar Freunde zum Spieleabend ein. Ich gewinne eine spannende Runde Schach. Ich gewinne eine spannende Runde Schach. Ich verliere das Kartenspiel knapp gegen meinen Bruder. Ich verliere das Kartenspiel knapp gegen meinen Bruder. Ich spaziere am Nachmittag gemütlich durch die Stadt. Ich spaziere am Nachmittag gemütlich durch die Stadt. Ich beobachte die Vorbeigehenden von einer Parkbank aus. Ich beobachte die Vorbeigehenden von einer Parkbank aus. Ich fotografiere die schöne Landschaft im Sonnenuntergang. Ich fotografiere die schöne Landschaft im Sonnenuntergang. Ich plane eine lange Reise für den nächsten Sommer. Ich plane eine lange Reise für den nächsten Sommer. Ich buche eine günstige Unterkunft am Meer. Ich buche eine günstige Unterkunft am Meer. Ich packe meinen Koffer für den Wochenendtrip. Ich packe meinen Koffer für den Wochenendtrip. Ich besuche am Sonntag ein historisches Museum. Ich besuche am Sonntag ein historisches Museum. Ich besichtige die alten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ich besichtige die alten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ich kaufe ein kleines Souvenir für meine Eltern. Ich kaufe ein kleines Souvenir für meine Eltern. Ich begleite meine Freundin zum Konzert im Park. Ich begleite meine Freundin zum Konzert im Park. Ich tanze ausgelassen zu der schnellen Musik. Ich tanze ausgelassen zu der schnellen Musik. Ich verbringe den ganzen Tag draußen an der frischen Luft. Ich verbringe den ganzen Tag draußen an der frischen Luft. Ich rufe meine Verwandten am Abend kurz an. Ich rufe meine Verwandten am Abend kurz an. Ich ruhe mich vor dem Schlafengehen noch etwas aus. Ich ruhe mich vor dem Schlafengehen noch etwas aus. Jetzt wird es ernst, denn eine Sprache lernt man nicht nur durch Zuhören, sondern vor allem durch aktives Sprechen. Genau deshalb machen wir jetzt unsere interaktive Sprechübung für das Niveau B2. Wir verbinden gezieltes Aussprachetraining direkt mit Deutschlernen mit Dialogen, damit du deine Mundmuskulatur an die deutsche Betonung gewöhnst. Egal ob du gerade Lernen Deutsch B1 abschließt oder auf dem Level Deutsch B1 B2 flüssiger werden willst.
Diese Übung bringt dein Selbstbewusstsein beim Sprechen auf ein ganz neues Level. Setze jetzt konsequent Shadowing Deutsch ein. Ich spreche dir 40 fortgeschrittene Alltags- und Übungssätze vor, die direkt einmal wiederholt werden. Sprich sofort laut mit mir mit. Mit Deutschlernen mit Dialogen B1 meisterst du auch komplexe Verben mühelos. Lass uns loslegen. Ich verbessere meine deutsche Aussprache von Tag zu Tag. Ich verbessere meine deutsche Aussprache von Tag zu Tag. Ich spreche die schwierigen Wörter ganz deutlich aus. Ich spreche die schwierigen Wörter ganz deutlich aus. Ich wiederhole den langen Satz ohne zu zögern. Ich wiederhole den langen Satz ohne zu zögern. Ich achte auf die richtige Betonung der Verben. Ich achte auf die richtige Betonung der Verben. Ich präge mir die neuen Vokabeln im Kontext ein. Ich präge mir die neuen Vokabeln im Kontext ein. Ich wende die gelernten Ausdrücke sofort im Alltag an. Ich wende die gelernten Ausdrücke sofort im Alltag an. Ich verfeinere meine Grammatik durch regelmäßige Übung. Ich verfeinere meine Grammatik durch regelmäßige Übung. Ich überwinde meine Scheu vor dem freien Sprechen. Ich überwinde meine Scheu vor dem freien Sprechen. Ich drücke meine Gedanken immer präziser aus. Ich drücke meine Gedanken immer präziser aus. Ich korrigiere meine eigenen Fehler beim Reden. Ich korrigiere meine eigenen Fehler beim Reden. Ich höre dem Muttersprachler aufmerksam zu. Ich höre dem Muttersprachler aufmerksam zu. Ich imitiere den natürlichen Sprachrhythmus. Ich imitiere den natürlichen Sprachrhythmus. Ich gewöhne mich an das schnelle Sprechtempo. Ich gewöhne mich an das schnelle Sprechtempo. Ich erweitere meinen Wortschatz um fortgeschrittene Verben. Ich erweitere meinen Wortschatz um fortgeschrittene Verben. Ich verknüpfe die Verben mit passenden Nomen. Ich verknüpfe die Verben mit passenden Nomen. Ich baue komplizierte Nebensätze mühelos auf. Ich baue komplizierte Nebensätze mühelos auf. Ich nutze die deutsche Sprache im täglichen Leben. Ich nutze die deutsche Sprache im täglichen Leben. Ich gewinne Schritt für Schritt mehr Sicherheit. Ich gewinne Schritt für Schritt mehr Sicherheit. Ich halte eine kurze Rede ohne Notizen. Ich halte eine kurze Rede ohne Notizen. Ich diskutiere selbstbewusst über aktuelle Themen. Ich diskutiere selbstbewusst über aktuelle Themen. Ich drücke meine eigene Meinung klar und deutlich aus. Ich drücke meine eigene Meinung klar und deutlich aus. Ich begründe meine Argumente mit logischen Beispielen. Ich begründe meine Argumente mit logischen Beispielen. Ich fasse den Inhalt des Textes zusammen. Ich fasse den Inhalt des Textes zusammen. Ich frage höflich nach, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich frage höflich nach, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich bitte mein Gegenüber um eine kurze Erklärung. Ich bitte mein Gegenüber um eine kurze Erklärung. Ich passe meine Wortwahl der jeweiligen Situation an. Ich passe meine Wortwahl der jeweiligen Situation an. Ich reagiere spontan auf überraschende Fragen. Ich reagiere spontan auf überraschende Fragen. Ich führe flüssige Gespräche mit meinen Kollegen. Ich führe flüssige Gespräche mit meinen Kollegen. Ich meistere auch lange Unterhaltungen ohne Pause. Ich meistere auch lange Unterhaltungen ohne Pause. Ich nutze jede Gelegenheit zum aktiven Sprechen. Ich nutze jede Gelegenheit zum aktiven Sprechen. Ich nehme meine eigene Stimme zur Kontrolle auf. Ich nehme meine eigene Stimme zur Kontrolle auf. Ich vergleiche meine Aufnahme mit dem Original. Ich vergleiche meine Aufnahme mit dem Original. Ich feile gezielt an meiner deutschen Intonation. Ich feile gezielt an meiner deutschen Intonation. Ich unterscheide die Nuancen ähnlicher Verben. Ich unterscheide die Nuancen ähnlicher Verben. Ich setze die trennbaren Verben korrekt ein. Ich setze die trennbaren Verben korrekt ein. Ich meistere die Zeitformen im gesprochenen Deutsch. Ich meistere die Zeitformen im gesprochenen Deutsch. Ich freue mich über meine täglichen Fortschritte. Ich freue mich über meine täglichen Fortschritte.
Ich bleibe beim Sprachenlernen konstant motiviert. Ich bleibe beim Sprachenlernen konstant motiviert. Ich erreiche mein persönliches Sprachziel sehr bald. Ich erreiche mein persönliches Sprachziel sehr bald. Ich spreche ab heute fließend und entspannt Deutsch. Ich spreche ab heute fließend und entspannt Deutsch. Das war's auch schon wieder für die heutige Folge von German Podcast. Ich hoffe wirklich, dass dir diese Verben und alltäglichen Beispielsätze ein großes Stück mehr Sicherheit für deinen Alltag gegeben haben. Sprache lernt man am Ende eben nicht durch stummes Pauken, sondern durch echtes Anwenden. Wenn du diese Szenarien regelmäßig durchgehst und dabei aktiv Shadowing Deutsch nutzt, wirst du merken, wie flüssig sich deine Gespräche plötzlich anfühlen. Egal ob du gerade den Übergang von Lernen Deutsch B1 machst oder dich schon mitten im Bereich Deutsch B1 B2 befindest, mit Deutsch lernen mit Dialogen prägst du dir diese Strukturen ganz natürlich ein. Bleib unbedingt dran, denn mit jedem Schritt durch Deutsch lernen mit Dialogen B1 kommst du deinem Ziel ein Stück näher. Wenn dir diese Folge gefallen hat, unterstütze uns bitte. Lass ein Like da. Teile das Video mit anderen Lernenden und schreibe uns unbedingt in die Kommentare. Was hat dir an dieser Episode besonders gut gefallen und was können wir noch tun, um die Lektionen für dich noch nützlicher zu gestalten? Dein Feedback hilft unserer Community enorm zu wachsen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg.